You could shake, try and shake it off all you can. You might fake. Ja, hallo zusammen, willkommen auf meinem Blog zurück. Heute wollte ich eigentlich laufen gehen. Wir haben jetzt heute den 21. März. Das ist jetzt quasi gestern war ich Radfahren, da durfte ich ja das erste Mal so wieder richtig raus. Und ja, so ganz überstanden habe ich das Ganze wohl noch nicht. Ich bin ziemlich fertig und habe das Laufen heute erstmal eingestellt und ja, habe mich dazu entschieden, erstmal noch ein Video zu machen, beziehungsweise ich habe noch was vorbereitet, um das Ganze hier so ein bisschen voranzubringen. So nach 2 Wochen filme ich jetzt auch mal wieder. Ich habe jetzt auch, wie gesagt, 2 Wochen Pause gehabt, weil ich nichts machen konnte. Ja, und das meiste ist ja vorproduziert, beziehungsweise man hat ja immer so einen kleinen Puffer, dass man solche Sachen abfangen kann. Ja, und heute bin ich dann, wie gesagt, unten am Film. Ich habe jetzt hier die Apex 2 und die Venue 2 Plus auf dem Tisch und mit der mache ich jetzt gleich so ein Vergleichsvideo. Und ich würde sagen, da fangen wir jetzt einfach mal an. Und ich hoffe mal, dass ich die Woche dann noch ein bisschen laufen gehen kann. Ich habe ja gesagt, ich mache so einen kleinen Blog hinten dran. Auch, ja, eigentlich primär natürlich Laufen und Radfahren und aber auch so ein paar Hintergründe zu zeigen, wie das Ganze funktioniert hier auf dem Kanal. Und ich denke, das ist vielleicht für manche interessant. Schreibt es einfach mal, ob euch das interessiert. Ja, und ich hatte jetzt Geburtstag und das ganz Tolle ist, ich habe jetzt hier von meiner Frau hier was Tolles gekriegt. Und zwar hier so eine DJI Mobile 3. Bin mal gespannt, damit filme ich jetzt auch gerade. Und vielleicht kriege ich dann mal bessere Aufnahmen noch hin, dass nicht alles verwackelt ist. Und dann noch von meiner Schwiegermutter ein schönes Lavalier-Mikrofon, auch von besserer Qualität. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze so im Alltag schlägt. Ja, was habe ich gemacht? Ich bin jetzt gerade dabei, oder beziehungsweise habe jetzt ein Skript geschrieben. Ich habe jetzt hier zur Venue 2 und Apex was geschrieben und habe mir so einen kleinen Aufbau gemacht. Also so sieht es ungefähr aus, wenn ich für meinen Kanal Videos mache. Ich mache mir so kleine Notizen und werde das immer entsprechend hier vortragen, beziehungsweise ich lese es nicht ab, aber so als kleine Randnotiz, damit ich immer weiß, um was es hier geht. Und ja, ist ein bisschen Arbeit dahinter. So, 20:20 Uhr, das ist so meistens die Zeit, wo ich dann auch aufnehmen kann. Und jetzt hier, ich habe den Laptop jetzt aufgestellt, da ist ein Skript drauf. Und natürlich habe ich hier die beiden Uhren und da hinten ist dann quasi das iPhone. Und mit dem nehme ich momentan immer alles auf. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ja, hallo zusammen. Ja, heute haben wir Donnerstag, 17 Grad. Das musste ich nutzen, um mal rausgehen. Mein erster Lauf nach 3 Wochen nach Corona und die Radfahrtour, die hat mich schon ein bisschen echt geschafft noch. Hab da echt mal 2 Tage gebraucht zum Ausruhen und ja, jetzt mache ich erstmal einen kleinen entspannten Lauf. 5 Kilometer, einfach mal gucken, wie es läuft. Ja, wie es läuft, genau. Eigentlich wollte ich jetzt Garmin tägliche Trainings machen und auch die so ein bisschen im Blog vorstellen. Aber dadurch, dass ich so lange nicht gelaufen bin, über 3 Wochen, bekomme ich keine Trainingsvorschläge mehr angezeigt. Das heißt, ich muss erst wieder 2 Läufe machen und dann, ja, kriege ich auch wieder was. Aktuell habe ich auch keinen Formstatus, gar nichts. Also die Uhr hat mich quasi vergessen. Ja, wie geht's weiter? Ich möchte, wie gesagt, Garmin tägliche Trainings machen. Das, wie gesagt, ein bisschen vorstellen und mal gucken, ob man da wieder zur Form zurückfindet. Und gegebenenfalls einen Trainingsplan anfangen. Mal schauen, ob von Garmin, Polar, Stride, weiß ich noch nicht. Muss ich erst mal gucken. Erstmal fit werden. Kleine Feierabendrunde, perfekt. Ja, zwar auf Beton, aber naja, was man halt so vor der Tür hat. Und hier nochmal einen kleinen Blick hier in den Odenwald hinein. So, dann geht's mal weiter. Ja, was auch nicht passt, ist die Stamina-Funktion. Also ich laufe jetzt gerade eine 5,50er Pace und habe noch 78%. Ich bin noch gar nicht bei 100 gestartet, aber ich muss ganz ehrlich sagen, 13 Kilometer, no way. Könnte ich nicht schaffen, auf jeden Fall nicht. Aber wer kann es verdenken, 3 Wochen keine Daten bekommen. Und da muss auch erst wieder alles adjustiert werden. Der Algorithmus muss angepasst werden. Ich bin mal gespannt, wie lange das dauert. Ja, meine Fresse. Boah, ich bin jetzt 3 Kilometer gelaufen und ich fühle mich, als wäre ich 10 gelaufen. Also, boah, das hat schon echt gut den Körper zu schaffen gemacht. Aber es ist einfach so schön. Sonnenuntergang, warmes Wetter. Ich kann mich da nur wiederholen. Ich habe es vermisst. Also meinen ersten Lauf beendet und ich bin wirklich fertig. Ich habe jetzt 5,71 Kilometer hinter mir, eine 6,14er Pace und maximale Herzfrequenz von 170. Also das sind eigentlich Daten, die ich so nicht habe normalerweise. Also 170er Puls, ja, eher selten. Schon vor allem, wenn man entspannt läuft.
Ja, der Trainingszustand ist immer noch kein Zustand. Ich muss, wie gesagt, noch 2 Läufe machen, beziehungsweise jetzt noch einen Lauf. VO2 Max sagt er 45 und Erholung 37 Stunden. Das heißt, ist mein VO2 Max ein bisschen schlechter geworden, aber nur ein Punkt. Aber es wird sich bestimmt auch noch anpassen. Und ja, die Erholungszeit, die brauche ich jetzt wirklich. Gut, dann schauen wir mal weiter. Es ist zwar ein bisschen Baustellenromantik, aber ein wunderschöner Sonnenuntergang. Ich glaube, das wirkt gar nicht so in der Kamera. Ja, einen wunderschönen guten Morgen zu meiner dieswöchigen Wochenroutine. Und zwar hier den Weg zum Kindergarten. Und ich bringe jetzt habe jetzt gerade ein Kind in den Kindergarten gebracht. Das zweite ist leider wieder krank. Ja, seit 4 Wochen haben wir kranke Kinder, erst Corona und dann noch die anderen Infekte, die so rum sind. Aber das ist in der Jahreszeit normal. Ja, es ist der 2. Tag nach dem Lauf und ich habe den einen Tag wirklich gebraucht. Ich war wirklich fertig, also es war wirklich anstrengend, muskulär als auch körperlich. Ich war echt müde und fertig und man merkt einfach, dass man ja Infektionen hinter sich hat und der Körper sich echt noch erholen muss und dass man da langsam starten soll. Also ich weiß, ich wiederhole mich, aber das ist wirklich ganz wichtig, dann nicht gleich voll in die Kufen zu gehen. Vor allem bei dem schönen Wetter aktuell, das wir haben, ist ja echt Top-Wetter mit 17 Grad, Sonnenschein. Also da will man eigentlich nur raus und was machen. Aber man muss sich erst ein bisschen beherrschen. In 2 Wochen sieht die Sache schon ganz anders aus. Heute steht wieder ein Lauf an, beziehungsweise ich versuche jetzt hier meinen 2. Lauf zu machen, damit ich hier wieder tägliche Trainingspläne bekomme von der Garmin-Uhr. Also ich habe die Apex gerade an. Ja, wie trainiere ich eigentlich, beziehungsweise wie mache ich es eigentlich mit den Videos? Ich habe immer die Uhren, die ich teste, hier am Handgelenk. Also hier zum Beispiel die Apex 2, beziehungsweise hier die Element Rival. Und an meinem Brustgurt trage ich dann noch entsprechend jetzt hier die Phoenix 6, da läuft das Stride drüber und die Referenzwerte, weil ich da die Herzfrequenz drüber messe. Beziehungsweise habe ich die Chorus Apex Pro dann auch noch dabei. Die ist dann auch entsprechend hier am Brustgurt angebracht, um hier die Daten für die Chorus App zu füllen, beziehungsweise das Trainings Hub, weil da kann ich nicht die Daten hochladen, wie zum Beispiel Polar, da kann ich jetzt die Garmin-Daten dann über RunGap zum Beispiel hinladen, beziehungsweise hochladen und habe da die Daten vorliegen für ja, Trainingsanalysen, beziehungsweise hier, um den Trainingsload zu berechnen. Ja, ich laufe heute wieder 5 Kilometer und schaue einfach, wie mir es danach geht. Also hier nochmal so eine kleine Runde, um reinzukommen und sich langsam zu steigern. Und würde sagen, ich fange jetzt mal an und dann schauen wir einfach mal, wie das geht. Und wie immer den gleichen Weg. So ist es nach der Arbeit. Ja, generell habe ich eigentlich nur am Wochenende Zeit, so Navi-Videos zu machen, mal woanders hinzufahren, weil es doch mit der Helligkeit momentan noch ein Problem ist. Und auch mit der Zeit mit den Kindern halt, mit Essen und so weiter. Jo. As much as anything you'll ever feel. Not that safe. So, ich habe jetzt knapp 4,2 Kilometer hinter mir und mir geht es schon deutlich besser als vor 2 Tagen. Aber ich habe echt Schwierigkeiten langsam zu laufen, ich weiß nicht, wie euch das geht. Also mir tut es wirklich, also für mich ist es echt schwierig. Berichtet mal eure Erfahrungen, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr das macht. Hattet ihr Corona, wie ging es bei euch danach weiter? Konntet ihr gleich wieder loslegen? Hat es bei euch auch gedauert? Würde mich mal interessieren. So, den Lauf habe ich jetzt beendet und 5 Kilometer jetzt geschafft. Und ich habe jetzt auch wieder einen Trainingsstatus, Formaufbau. Dann schauen wir einfach mal mit täglichem Training, wie das weiter vorangeht. Und dann werde ich jetzt im nächsten Vlog dann hier ein bisschen mit täglichem Training arbeiten und das mal ein bisschen zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ja, dann bedanke ich mich für deine Zeit. Wenn das Ganze gefällt, lass gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier auf dem Kanal wieder zu begrüßen. Und hier oben habe ich auch noch eine Playlist dann gemacht, wo ich dann entsprechend meinen Blog dann hinterlegt habe. Beziehungsweise rechts oben habe ich auch noch eine Playlist. Da findest du alle Videos rund um Garmin. Und dann kannst du mal sehen, was ich hier so auf meinem Kanal alles mache. Vielen Dank für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.